willkommen zu Folge 8 beim Bootbau. Vor allen Dingen natürlich an die vielen, vielen Abonnenten, die in Folge 7 dazugekommen sind. Schön, dass ihr dabei seid und hoffentlich ein bisschen Spaß habt an dem, was wir hier so machen. Wie ihr vielleicht schon an der Menge der Videos merkt, die wir in letzter Zeit hochgeladen haben, wird es gerade etwas schwieriger, was so die Wetterbedingungen angeht. Da kommen wir jetzt auch im weiteren Verlauf des Videos noch mal ein bisschen näher dazu. Insofern sorry an die Leute, die uns halt gerne öfter und länger sehen wollen. Liebe Grüße gehen an Dirk Richtung Mittelmeer. Es ist halt im Moment etwas schwierig, in einer Menge zu produzieren, wie das über den Sommer hinweg möglich war. Aber kommen wir zu dem, was hier und heute passiert. Ihr habt gerade schon gesehen, dass Basti hier wieder einige Teile vorbereitet hat. Dabei handelt es sich um Bodenteile, die im Bugbereich eingesetzt werden und worauf hinterher entsprechend der Fußboden für Schlafzimmer, Badezimmer und den dritten Raum aufgebaut werden. Die wollen wir jetzt hier erstmal einsetzen in der Bugsektion, weil wir schlicht das Problem haben, dass wir ohne diesen Bodenteil nicht mehr oben an die Spanten dran kommen, um da noch weitere Aussteifungen einzubringen, was uns jetzt nochmal wichtig war, damit die nicht weiter im Wind rumschlabbern können. Bevor wir die vorbereiteten Teile aber hier einsetzen können, müssen auch auf den Spanten noch Aussteifungsbleche aufgebracht werden. Das passiert hier gerade mit dem ersten. Hier müssen wir natürlich jetzt ein bisschen gucken, weil das Ganze natürlich rund ist, keine gerade Linie hat, also immer so ein bisschen mit Drücken verbunden ist. Hier macht es Basti noch alleine, bei den anderen helfe ich nachher noch ein bisschen mit. Das sind halt jetzt erstmal Teile, die erstmal rein müssen, damit eben dann wiederum darauf aufbauend die Bodenteile eingesetzt werden können. Wie immer gilt auch hier nur heften. Das wird natürlich später dann noch so ein bisschen ein Problem, weil man natürlich mit dem Brenner da nur sehr, sehr bedingt drankommt. Das heißt, hier wird auch an der einen oder anderen Stelle dann Spiegelschweißen notwendig sein und da müssen wir dann mal noch bei schauen. Ja, die Stahlteile, die wir jetzt hier einbauen, ist ganz normaler Flachstahl, das habt ihr an anderen Stellen auch schon gesehen, nichts Besonderes, also nichts, was wir jetzt mit dem Plasma gebaut hätten, sondern schlicht Stangenmaterial, 6 Meter Material, was wir entsprechend auf Länge schneiden und dann hier einsetzen. Jetzt sind wir hier schon an dem dritten Spand Richtung Schott vorne. Nochmal die Kamera ein bisschen neu positionieren und dann sind wir im Grunde mit diesen Vorbereitungsarbeiten auch fertig und können dann gleich anfangen, die Bodenteile, die ersten einzusetzen. Das ist natürlich nur, ich sag mal, so eine teilprovisorische Lösung. Wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal hier irgendwas, um dann nach oben zu kommen, aber wir können natürlich jetzt hier den Boden noch nicht so komplett reinschweißen und befestigen. Dann kommen wir hinterher eben unten überhaupt nicht mehr in der Spitze an die Sachen dran, um alles vernünftig sauber zu machen, durchzuschweißen und dann hinterher entsprechend auch die Beschichtung drauf zu machen. Das heißt, wir setzen zwar jetzt hier diese Querträger schon komplett ein und auch da, wo sie hin müssen und machen die auch fest, aber die T-Stahlträger, die dann nachher noch drauf kommen, die werden zwar zum Teil auch vorne hinten geheftet, damit sie nicht rausrutschen können oder wir sie auch nicht aus Versehen raushebeln, aber eben noch nicht so verschweißt, dass sie nicht rausnehmbar wären, sodass wir eben später diese ganzen Feinarbeiten noch machen können. Im ersten Schritt werden jetzt hier also diese Querträger im Grunde einfach erstmal nur reingelegt. Sie sind ja sauber mit dem Plasmaschneider ausgeschnitten, also zumindest eben die senkrecht stehenden Teile. Der Rest ist wie gesagt ja nur Flachstahl, aber trotzdem kriegen Sie dadurch natürlich schon so einen gewissen Punkt, wo Sie automatisch fast an die Position kommen, wo Sie hin müssen. Und das werdet ihr jetzt auch gleich im weiteren Verlauf sehen, dass wir hier fast keine Nachjustierung mehr in dieser jetzt einfach reingelegten Träger machen müssen, weil sie schlicht gleich einfach genau da liegen, wo sie hin müssen. Und auch hier zeigt sich mal wieder, wie genau dann doch auch die Pläne sind und wie super das alles hier ineinander greift und funktioniert. Klar, erstmal noch so ein bisschen gucken, dass alles stimmt, wie immer. Das kennt ihr, da hat er nochmal nachgeschoben. Ist ja auch erst der erste Träger, aber wie gesagt, insgesamt sind hier kaum Korrekturmaßnahmen erforderlich, damit das alles vernünftig liegt. Und klar, je mehr von diesen ganz stinknormalen, wie gesagt, T-Stahlträgern, das ist auch nichts Besonderes, auch Stangenware, 6 Meter Ware, zurechtgeschnitten, hier reinkommen, umso mehr ergibt sich natürlich, ob das alles passt und funktioniert.
Wir werden dann jetzt hier auch nochmal genau mit der Wasserwaage ein bisschen prüfen, sowohl längs als auch quer, wie immer. Aber es ergibt sich halt schon recht schnell, dass hier kaum Korrekturmaßnahmen erforderlich sind. Ich musste hier gerade den Stahlträger noch mal ein bisschen kürzen, war ich ein bisschen zu optimistisch in der Passform, was das Ablängen angeht. Aber das ist ja das kleinste Problem, eben kurz mit der Flex drüber halten und dann passt er auch eben ganz genau rein. Nachdem das gemacht ist, war wie gesagt klar, dass wir hier schon mal in der Ausrichtung mit der Wasserwaage auch richtig liegen, dass wir also nichts weiter noch korrigieren müssen, nur minimalst, sodass wir jetzt eben hergehen können und diese Querträger eben auch reinheften, sodass sie da bleiben, wo sie sind. Auch das geht natürlich wie gewohnt schnell, mal eben kurz überall ein paar Punkte setzen. Keine große Kunst, nichts Wildes, einfach nur ein bisschen befestigen, dass es da bleibt. Und dann lasse ich euch jetzt einfach mal wieder so ein kleines bisschen alleine mit den restlichen Stahlträgern, die wir hier eingesetzt haben. Bis gleich. Ja, und wo ich vorhin den einen T-Träger zu lang gelassen habe, habe ich hier mich ein bisschen verschnitten und war zu optimistisch und habe sie so kurz gemacht, dass man einfach so viel hätte auffüllen müssen mit dem Schweißen, dass das einfach nicht sinnvoll war, sodass wir hier nochmal neu exakt gemessen haben und nochmal 2 neue Träger geschnitten haben. Also das Material, das verbrauchen wir noch an anderen Stellen, da ist es jetzt nicht schad drum. Das wird also jetzt auch nicht zwingend weggeschmissen, aber es passte halt nicht gut genug und somit austauschen und richtig machen. Somit einmal die beiden falschen Träger raus und 2 neue wieder rein und dann kann das Ganze auch wieder befestigt werden. Und damit ist der Rahmen für den Fußboden in diesem ganzen Bugbereich hier vorne auch fertig. Mehr ist das nicht, mehr passiert da auch nicht. Darauf kommt im Grunde hinterher dann direkt der Boden, auf dem wir dann eben die Wohnbereiche aufbauen werden. Und wir haben uns jetzt hier erstmal OSB genommen, was wir noch in der Halle hatten von einer anderen Sache, unter anderem von der bisher genutzten Werkbank. Da kommen wir später auch noch zu. Werkstatt hat sich gerade schon wieder viel verändert. Wir haben Maschinen rausgeholt bzw. auch verkauft, die wir nicht mehr brauchen. Und unter anderem gehörte auch die große Werkbank dazu, die wir bisher da immer an der Seite stehen hatten, aber dazu nachher noch mal ein bisschen mehr. Wie gesagt, hier jetzt erstmal das OSB als provisorischen Fußboden rein. Da müssen wir jetzt an den Ecken ein bisschen schneiden, damit die eine Platte auch da noch reinpasst, damit wir darauf eben aufbauend dann nach oben gehen können. Im oberen Bereich seht ihr jetzt hier auch weiterhin unsere provisorischen Stahlträger. Die bleiben auch noch weiter drin, solange bis wir hier an den Seiten auch noch weitere Bleche montiert haben. Werden wir die nicht rausnehmen, werden die als zusätzliche Versteifung drinnen lassen, damit uns da nichts passiert. Die können wir jederzeit nachher rausholen, wenn dann eben ausreichend Material hier um diese Bugsektion dran montiert ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre es halt Quatsch, die rauszunehmen. Die bringen uns, wie gesagt, hier schöne Stabilität rein und halten uns das gesamte System. Auch wenn wir den einen gleich noch ein bisschen verändern werden, aber auch das sehen wir gleich noch.
mit den gleichen Teilen, wie wir es fürs Gerüst hier neben dem Boot verwendet haben, bauen wir uns jetzt hier eben diese kleine ja, Podesterhöhung rein, damit wir oben eben an die Spanten drankommen. Das ist provisorisch und reicht für das, was wir hier machen müssen. Da geht es nicht darum, jetzt hier irgendwie ein großartiges Gerüst reinzubauen, sondern wie gesagt, wir müssen einfach nur oben dran kommen für die 2, 3 Schweißpunkte, die wir da setzen müssen. Und dafür ist das einfach optimal in dem Moment. Und damit war dann hier auch das Tagesziel erreicht und alles geschafft. Ja, und damit kommen wir zu dem Teil, der eben uns jetzt gerade so ein bisschen das Problem macht. Das Boot ist nun mal jeden Morgen komplett nass. Der Tau setzt sich drauf ab, das heißt, egal was wir hier dran machen wollen, irgendwo irgendwas schweißen wollen, wir müssen eben alles erstmal immer trocken machen. Das ist natürlich entsprechend aufwendig und kostet einen Haufen Zeit. Für den Tag war aber eigentlich tatsächlich gutes Wetter angesagt, sodass wir gesagt haben, komm, das ist okay, wenn wir jetzt hier morgens ja, entsprechend die Zeit investieren, die Teile trocknen und dann bauen. Das hat sich allerdings im späteren Verlauf ein bisschen anders dargestellt. Es war doch sehr, sehr windig, sehr, sehr nasskalt und dementsprechend unangenehm. Was wir hier trotzdem gerade machen, ist eben ja, die ersten Teile vom Umgang im Salonbereich aufzusetzen. Warum? Damit wir dort ja, diesen auch da wieder ganz normalen Flachstahl einsetzen können, der eben bis vorne an das Schott vom Ankerkasten geht. Ist halt ein 6-Meter-Stück, das hätten wir natürlich gerne eben durchgehend gesetzt. Und deswegen setzen wir hier hinten eben noch zumindest dieses eine Teil, um den dort abzufangen. Das passiert natürlich mit den üblichen Hilfsmitteln, wie ihr das alles schon kennt, unsere Winkelmagneten und genauso entsprechend logischerweise hier Spannzangen. Gucken, dass das Ding gerade steht, dafür der große Winkel und dann kann es erstmal provisorisch unten angeheftet werden auf der Salonbodendecke. Da wir hier dann aber nicht mehr sonderlich weiter nach hinten bauen werden, haben wir uns dann dazu entschieden, eben hier noch kleine Flachstahlteile wieder fertigzustellen. Zum einen erstmal hier eine senkrechte Stabilität drauf zu kriegen und zum anderen hier nochmal so eine kleine Schräge einzusetzen, damit das Teil einfach stabil gerade steht und uns nicht in irgendeiner Art und Weise wegknicken kann. Danach haben wir dann angefangen, die eingesetzten Spanten an diesem Flachstahl nochmal korrekt auszurichten. Ihr seht jetzt, wir haben erstmal das alte provisorisch rausgenommen und legen jetzt eben den 6-Meter-Träger ein, der an dieser Stelle dann eben auch bleiben soll. Und der nächste Schritt ist eben, dass wir die entsprechenden Spanten oben nochmal genau auf Punkt eben ausrichten. Das machen wir jetzt auch gleich, indem wir hier wieder mit dem Messfix genau den Abstand messen, uns das nochmal dahin drücken, wo es hin muss. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier immer an die richtige Stelle messen, sprich Richtung Mittelschott, damit wir eben auch die richtigen Abstände haben und uns nicht gegebenenfalls hier von Spann zu Spann einen kleinen Millimeter Verschiebung reinbringen. Allerdings ist dann hier auch nicht mehr viel mehr passiert, weil das Wetter einfach schlicht nicht so gut wurde, wie das eigentlich angesagt wurde. Es war einfach nasskalt und hier obendrauf der Wind extrem unangenehm, sodass wir das dann an dem Tag abgebrochen haben. Und hier 2, 3 Tage weiter, ich weiß gar nicht mehr, haben wir dann entsprechend die zweite Seite gemacht, haben uns hier nochmal orientiert, was wir beim letzten Mal gemacht hatten, wo wir genau waren, wo wir jetzt hier noch weitermachen müssen. Und so haben wir dann hier noch die letzten verbliebenen Spanten auf der Backbordseite entsprechend angepasst und ausgeglichen. Nachdem das dann geschafft war, ging es auf der Steuerbordseite weiter. Gleiches Spiel. Wir setzen hier diesen senkrechten Kurzspant für den äußeren Umgang auf den Salonboden auf, wo dann eben entsprechend oben dann der Flachstahl eingesetzt wird. Logischerweise wie immer auch hier das gleiche Prinzip, wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben. Und jetzt sehen wir hier auch schon wieder Vorbereitungsarbeiten, sprich das Trennen der alten Aussteifungen und Rausnehmen der alten Hilfsträger, damit wir eben den 6 Meter Stahlträger einsetzen können.
an dem dann wiederum alles ausgerichtet wird. Jetzt kommt hier ein Punkt, wo ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, dass wir hier einen Stahlträger, diesen Hilfsträger verändern müssen. Den hatten wir damals bei der ersten Montage einen kleinen Ticken zu hoch gesetzt, sodass er eben bis oben in diesen Schlitzausschnitt reinstach, wo jetzt eben wiederum der Flachstahl rein muss. Also müssen wir den kurz versetzen, den Hilfsträger, sodass das oben auch vernünftig reinrutschen kann und in seine Position rutschen kann. Natürlich dann auch auf der Seite entsprechend die Spanten noch nachrichten und an ihren Platz bringen. Das haben wir auf der Seite dann tatsächlich mit der Wasserwaage gemacht und sie gerade gestellt. Das hat sich bei der anderen Seite gezeigt, dass das neben dem Messen genauso gut funktioniert, weil wir immer gut stehen. Und dann kam der große Punkt des Überlegens. Was machen wir? Die Ursprungsüberlegung war tatsächlich, und ihr seht hier, wie sich das Teil im Wind bewegt, dass wir in alle Stellen oben einen Flachstahl einsetzen. Das haben wir hier auch kurz probiert. Wir hätten, wie gesagt, dann hier alle 7 Positionen befüllen müssen und dann wiederum noch irgendetwas anderes, wie so einen Bauzaun zum Beispiel drüber legen müssen, um was Engmaschiges dorthin zu bekommen, um dann wiederum eine Folie drüber zu legen, damit der Bugteil hier vorne mehr oder weniger trocken bleibt. Das hat sich aber als sinnlos herausgestellt und machte überhaupt keinen Sinn, da wir uns die Folie dann spätestens hier links und rechts an den Spanten kaputt gerissen haben oder hätten. Deswegen haben wir uns hier entschieden, einfach nur 2 kurze Flachstahlträger wieder als Hilfsträger einzusetzen, die Spanten nur dran zu punkten, damit die im Wind nicht so hin und her gehen, das Ganze kurz auszusteifen, und damit ist es das hier an der Stelle auch und wir haben dann aufgeräumt. Und damit kommen wir dann zu einem ganz anderen Themenbereich, sprich Werkstattausstattung. Wir haben uns eine kleine süße Drehbank besorgt. Wir wollen über den Winter und auch im nächsten Jahr uns jede Menge Teile auch damit entsprechend selber herstellen, was wir eben so an individual gedrehten Teilen brauchen. Und sind da mal wieder fündig geworden mit einer schönen alten Maschine, die in einer Lehrwerkstatt gestanden hat, im Grunde nicht viel gemacht hat, super guter Zustand ist, und die haben wir uns geholt. Dafür war Basti mal eben kurz im süddeutschen Raum, ist da mal eben hingefahren, hat das Maschinchen geholt. An der Stelle stand vorher unsere Biegemaschine, die wir nicht brauchen an der Stelle. Die kann weg und kommt weg, und somit steht jetzt hier direkt vorne am Halleneingang die Drehbank. Ihr seht sie hier bei den ersten Probeläufen. Natürlich erstmal gucken mit den ganzen Schneidmessern, was da wie funktioniert und ob eben alles hier richtig ausgerichtet ist, alles schön zentriert ist, damit auch die Drehergebnisse entsprechend vernünftig werden, wie wir uns das so grob vorstellen. Die Drehbank wird auch beim Thema Ersatzteile, die wir mitnehmen wollen, eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Das werden wir also noch des Öfteren sehen. Dann gibt es eine weitere Neuerung. Wir haben uns einen Lochraster-Schweißtisch besorgt von der Firma Siegmund. Ein richtig schönes, tolles Teil mit jeder Menge Zubehör. Dafür ist eben die große Werkbank, wie vorhin schon mal gesagt, rausgeflogen aus der Halle. Die hat sich an manchen Stellen eben nicht als sinnvoll herausgestellt. Oder was heißt sinnvoll? Die Aufgabengebiete ändern sich einfach. Und wir brauchen eben jetzt etwas, wo wir drum rumlaufen können, was stabil ist und wo wir eben überall die Möglichkeit haben, Anschläge zu positionieren und Befestigungsmöglichkeiten zu generieren. Und da ist so ein Lochrastertisch einfach genial, und deswegen ist der jetzt bei uns eingesetzt. Ja, hier schon mal ein kurzer Blick so über das Zubehör, diese ganzen kleinen Spannschräubchen in kurz und lang, dann die quasi Schraubzwingen, die man hier eben ins Lochraster einsetzen kann, super flexibel, kann man richtig prima mit verspannen. Dann ein Brennerhalter, so ein kleiner Y-Halter, den man eben auch überall reinstecken kann. Dann haben wir hier noch so ein paar Alu-Teile mit dabei, entsprechend eben auch wiederum mit dem Lochraster, sodass man das in jeder beliebigen Form und Lage hier am Tisch festspannen kann mit diesen Spannschraubern, die wir gerade gesehen haben. Dann gibt es noch Tischverlängerungen, so Winkelchen, die man eben sowohl hier vorne dran machen kann als Verbreiterung oder als Verlängerung, aber eben genauso auch senkrecht auf den Tisch aufsetzen kann. Super praktisch.
Und dann geht es hier hinten noch weiter mit ein bisschen Reinigungsmittel für den Tisch, beziehungsweise auch Schweißtrennspray und hier entsprechende Anschlagbolzen, die wir noch haben. Prima Kleinteile, funktioniert hervorragend. Hier seht ihr jetzt mal montiert diesen Verlängerungswinkel an der Seite. Das sind echt klasse Sachen und wie ihr seht, mal wieder bekloppt. Man kann sich auch eine kleine Theke draus bauen. Spaß muss sein, das kennt ihr von uns. Und damit kommen wir dann zum nächsten Winterthema. Ja, wir haben mittlerweile angefangen mit unserem Bootsführerschein. Das haben wir mit der OnWater gemacht, beziehungsweise machen das mit OnWater. Die sitzen hier bei uns mehr oder weniger in der Nähe, unter anderem in Düsseldorf. Und für uns eben ganz praktisch, dass wir hier online lernen können. OnWater bietet zwar auch die Kurse vor Ort als ganz normale Lernkurse an, aber eben auch über die App, sodass wir hier wunderbar online lernen können, zumindest eben was diesen ganzen Theorieteil angeht. Sitzen, wie gesagt, in unserem Fall hier in Düsseldorf. Für uns eben, wie gesagt, absolut praktisch, das Ganze online zu machen. Es gibt hier diese wunderbare App, kann man sowohl am Handy machen als auch am Monitor. Es gibt die Lehrvideos, also die kompletten Schulungen, wie sie im Grunde auch vor Ort stattfinden, gibt es hier als Lehrvideos online. Kann man sich in Ruhe angucken, kann man sich immer wieder angucken. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn man auch so eine Lektion einfach nochmal wiederholen kann. Das Ganze ist hier keine bezahlte Werbung, das ist einfach, wir sind damit glücklich und wer das eben auch machen möchte, fühlt sich frei, das so zu machen, wie er möchte. An der Stelle trotzdem liebe Grüße an den Mo nach Düsseldorf, der uns hier prima unterstützt hat und das ermöglicht hat. So, wie gesagt, die Videos sehr umfangreich, sowohl Navigation als auch eben diese ganzen Detail-Lehrvideos. Alles sehr, sehr umfangreich, genauso wie eben die Fragen, die vorkommen, die eben auch genauso in den Prüfungen vorkommen. Kann man hier alle in aller Ruhe durchgehen, immer und immer wieder üben, so wie man das möchte. Also man kann jederzeit irgendwo mal reinschauen, ein bisschen üben, was wiederholen, wenn man sich irgendwo in einem Themengebiet nicht sicher ist. Das ist schon richtig cool umgesetzt. Wer sowas dann doch eben auch vor Ort machen möchte, wie gesagt, OnWater sitzt unter anderem in Düsseldorf, hier im Medienhafen in der Marina. Ich fliege da mal gerade so ein bisschen rein, genau dort mittendrin. Einfach hingehen oder eben online kontaktieren. Wo wir hier gerade schön in Düsseldorf sind, nicht unweit von den OnWater sitzt Lenz Regaport. Das ist tatsächlich ein weiterer Partner, den wir uns jetzt gesucht haben, um uns hier im weiteren Bootsbauverlauf zu unterstützen. Wir werden ja doch noch so einiges an Zubehör brauchen, an Ausstattung. Und da ist auch das natürlich ganz praktisch. Wir sind hier gut 40 Kilometer vor Düsseldorf. Da kann man auch mal eben hinfahren und hat hier einen prima Ansprechpartner und Partner vor Ort. Hilft uns sehr und im ersten Step ging es hier bei uns um das Bugstrahlruder. Das sieht jetzt hier erstmal vielleicht noch nicht unbedingt so riesig aus, wie es tatsächlich ist. Denn das gute Ding ist tatsächlich 250 mm im Durchmesser und dann wiederum noch 1,5 Meter in der Höhe. 1,5 Meter ist allerdings eigentlich sogar ein kleines bisschen zu groß. Wir mussten allerdings das 1,5 Meter nehmen, weil es die immer nur 1,5 Meter Abstufung gibt und wir brauchen halt leider 1,4 Meter in der Breite. Also wäre 1 Meter zu kurz gewesen und wir mussten das 1,50 Meter Rohr nehmen. Aber auch das werden wir dann voraussichtlich erst im Frühjahr irgendwann einbauen können, weil wir eben jetzt im Winter doch erhebliche Probleme mit dem Wetter haben und einfach draußen nicht mehr weiterbauen können. Und damit kommen wir tatsächlich dann auch schon zum Ende dieser Folge. Wie gesagt, vermutlich werden wir auch am Rumpf dann erst irgendwann ab März wieder weiterbauen können. Es hat sich jetzt einfach gezeigt, dass selbst wenn an den Samstagen schönes Wetter angesagt ist, wir kaum eine Chance haben, hier vernünftig dran zu arbeiten. In der Woche abends nach Feierabend sowieso nicht dran zu denken. Und somit wird das hier der Status bis zum Frühjahr bleiben. Wir werden versuchen, natürlich euch jetzt auch im Winter weiter mit Videos zu versorgen, dann aber eben auch eher wieder aus der Werkstatt, aus der Teileproduktion und aus den Vorbereitungen eben für das kommende Jahr. Vermutlich wird aber auch das jetzt auch in diesem doch etwas längeren Rhythmus von 3 bis 4 Wochen sein, weil einfach nicht so viel Videomaterial zusammenkommt, wie ihr das bisher von uns gewohnt seid.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like, folgt unserem Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.